Return to our regularly scheduled radio silence. Willkommen zurück und nein, natürlich gibt es hier jetzt keine Funkstille. Wir starten mit dem neuen Level. Ja, hat sich bei Lil etwas geändert? Nö, ne, im Zimmer. Alle Texte sind noch dieselben, aber wir haben bestimmt einen neuen Brief. Oh look, another note. Lil, ich bin weg, um Lieutenant Striker einen Gefallen zu tun. Anscheinend braucht sie mich, um zu messen, wie lange man braucht, um einmal komplett um Squall herumzulaufen. Im Ernst, ich hätte letzte Nacht nicht an dem Hotdog-Wettessen teilnehmen sollen. Tu mir bitte einen Gefallen und geh nach der Arbeit runter zur Kobold-Arena und platziere eine Wette über 30 Gold für mich. Es gibt ein extra Fünfer nur für dich. You didn't tell me which team to bet on, but my chances can't be any worse than his usually are. Okay, cool. Und ein neuer königlicher Erlass. Erwarte die Ankunft von Kronprinz Finius von Petrat und Praetorin Kargan von Marwak. Erfülle deine Pflicht, aber halte sie nicht unnötig auf. Ash. Heute ist das Halbfinale des Kobold-Pokals zwischen unseren geliebten Squall Brawlers und den Kaladar Lightning. Diese Bastarde. Ash. Es gab einen Bericht der BS Bank von Squall über eine Reihe ungewöhnlicher Transaktionen im Zusammenhang mit Sportwetten. Eine Erinnerung an die Wachmannschaft. Stadtoffiziellen ist es untersagt, an inoffiziellen Sportwetten teilzunehmen. Striker. Die Wachen hören Gerüchte über verstärkten Schmuggel. Seid wachsam, achtet auf alles, was ein Geheimfach haben könnte. Und vertraut niemandem. Setzt das Wahrheitsspray ein, wenn nötig. Striker. Auf königlichen Erlass. Okay, also wir sollen eigentlich nicht für unseren Vater wetten. Das hat Striker sehr klar gemacht. Und alles andere, naja, wir sollen halt die verschiedenen Adelsleute nicht weiter aufhalten. Und ja, auf Geheimfächer achten. Passt soweit für mich. Wir haben mal wieder ein paar richtige Kristalle bekommen. Das Wahrheitsspray sollen wir bestimmt heute auch anwenden. Und ich glaube, wir können alles mit Richtigen heute ausrüsten. Yes, it is I, little one, heir to the throne of Petrard, here before you in the flesh. Please, no need to bow or genuflect. No need to avert your eyes, no. For though I am a crowned prince of the realm, I am a humble man, one of the people, no better even than you, tiny gatekeeper. Tja, die Frage ist jetzt, ist das der echte oder jemand, der sich für ihn ausgibt? Also er soll erscheinen und leider habe ich beim letzten Mal das Foto ja verkauft, aber er sieht dem aus meiner Erinnerung schon sehr, sehr ähnlich. Okay, reden wir mal einmal mit ihm. You'll be glad to know that the opening ceremonies of our newest royal sulfur mine were a complete success. Auch das stimmt damit überein, was uns erzählt wurde. Only 4 deaths, which is far fewer than the last. No matter, we look forward in Petrard. No sense crying over spilt. Well, there it is. I'm glad things went well. Jeez, 4 dead? At an opening ceremony? Yes, tragic. Avoidable, but still tragic.
Luckily, it wasn't anyone important. A few unskilled laborers and one server. Could have been much, much worse. Meine Güte, ich hasse ihn so sehr, aber ich fürchte, er ist es. Ja, wir sollen ihn nicht weiter aufhalten. Er wirkt wie der Echte. Lassen wir ihn herein. And with that, it is off to face the princess and destiny. Before I go, can you spot me a $5? I'm afraid I left my wallet in my other pants. Bitte? Nein. Is it that you don't have the money, or that you don't want to lend it to me? Oh, smart-ass ticket-taker! When I'm king, I'll remember this. Der Prinz Finius. Du hast den Kronprinzen von Petra hereingelassen, aber du hast ihm keinen Fünfer geliehen, was dein gutes Recht ist. Ja, sehe ich doch genauso. Good day. I traveled up here with the convoy what was bringing Prince Finius to the sprawl. I'm not staying long. Just need a place for tonight before I head back to Petrard. Tja, er hat natürlich hier so ein kleines Köfferchen dabei. Das könnte ein Geheimfach haben oder eins sein. Aber reden wir einmal mit ihm vorher. I was hired to come along with the convoy in case anything broke down on the way, in case repairs were needed on any of the equipment or transport. The prince doesn't exactly travel light. 3 carriages of wardrobe changes alone. To be honest, I don't get to the sprawl often. Too many mages around these parts for my liking. Bisher habe ich noch nicht irgendeinen Grund, um das anzuzweifeln. Ich überlege nur gerade, ob womöglich sein Hut am Ende das wahre Geheimfach sein könnte. I'm sure they were glad to have you as a personal insurance policy. I don't know if I'd go that far. If they didn't absolutely need to hire someone to make sure the prince was here bright and early, they surely would not have. Wouldn't spend a penny on their dying aunt, the Pomp family. Ich habe bisher echt gar keinen Grund, ihm nicht zu trauen. If I could have afforded to stay home, I would have. But they made me an offer I couldn't refuse, so to speak. Was it a threat? A horse's head in your bed? Nope, just a big heaping pile of money. The king and queen are desperate for the prince to secure the hand of Princess Desdemona. The future prosperity of Petrard depends on it. To be frank, the whole kingdom is flat broke. This is their only chance, to marry rich. Und seht ihr, auch schon beim letzten Mal ist es wieder aufgefallen, immer wenn eine Phrase mit einem Doppelpunkt endet, bleibt es beim Englischen, danach wird es wieder richtig übersetzt. I guess that explains the big deal everyone's making out of this whole let's marry the princess off thing. Shouldn't she have some kind of say in the matter? Now that is something seriously worth considering. Ich würde sagen, wir verwenden mal das Röntgengerät. That toolkit was handed down to me by my great aunt Gildy, one of the finest restorers of beauty this world has ever known. A kit like this in the right hands, and there's nothing you can't do. Ja, es passt alles mit dem überein, was er sagt, und wir werden ihm das nicht abnehmen. I think you'd know what to do with these better than I would. I appreciate it, especially coming from a fellow tool enthusiast. Tool enthusiast? You got your own awesome toolkit there, and I bet you love using it as much as I do mine. Tell you what, if there's anything you need fixing, I'd be happy to take a look for you.
Ah, er kann bestimmt die Jukebox für uns reparieren. Das ist super. As a matter of fact, the jukebox at the Twisted Sisters Tavern has been on the fritz for ages now. Oddly enough, fixing fritzy jukeboxes is my specialty. I'll go there straight away and you'll be boogieing before you can sing a chorus of Hey Nani Nani. I don't understand what any of that meant, but great. Dann rein mit ihm und dann war es ja sogar gut, dass wir da mal was verwendet haben. I thank you for this respite for the evening. I'm certainly glad I don't have to head all the way back to Petrard tonight. Warum hat diese Entscheidung Auswirkungen auf Squall? Muss ich mir da vielleicht doch Gedanken machen oder ist die Jukebox so enorm wichtig? By the way, do you know of a good inn nearby? No better place than the Twisted Sisters Tavern. Not a classic beauty, but she'll get you where you need to go. My kind of establishment. I'll see you there. Ihr Werkzeugenthusiasten müsst doch zusammenhalten. Und weiter geht es. Sprankles! Eine kleine Gruppe schwarz gekleideter Leute nähert sich dem Häuschen, weint und stöhnt. Und wir haben auch schon den Namen der armen verstorbenen Katze Sprankles gehört. Oh, boo-hoo-hoo. Oh, Sprankles. Weep, weep, weep. Also was mir jetzt schon komisch vorkommt, ist, dass sie stellenweise einfach nur sagen, was sie tun. Und natürlich könnte auch so ein Sarg ein perfektes Geheimfach sein. We are returning from the funeral services for Sprankles. Oh no! Es klingt auch alles einfach so fake. The service was held in the Duchy of Scarborough, but the, remains are being interred at St. Euphigenia's Pet Cemetery here in the Sprawl. Sprankles loved visiting her friends at St. Euphigenia's. Why is Sprankles? Oh no! Why is you know who being laid to rest here? We do not have a pet cemetery suitable for such an entry in the Duchy of Scarborough. What exactly is a duchy? It is a parcel of land under the purview of a duke or duchess. Scarborough is the duchy controlled by Her Grace, the Duchess of Scarborough. Present? And it is a far nicer duchy than some, for instance, the Duchy of Caladar. Oh, Caladar! What a dump! Irgendwie traue ich denen nicht. I only went to the funeral because Monty's was catering. I always hated that damn cat. Sprankles! I'm sad. I've just got to keep quiet, get the cat past customs, and then drop the illegal contraband off at the dungeon. Then I'll get my money and be set. Ja. My eulogy was very rambly and very poorly received. Hang on. What did you just say? I'll admit it, I hated the cat. No, not you. You, mourner guy. I confess, I've been holding this inside for too long. I was approached by a weird guy who tricked me into smuggling illegal pixie dust into the sprawl for him. He was holding the
ball in his foot. Who does that? I plead guilty, Your Honor, on the grounds of I did it. I'm not a judge, you know. Oh, But I'll leave it to the courts to deal with this. The rest of you, pack up your dead cat and be on your way. All right, have fun burying your cat. We shall. Sprankles will be so happy at St. Euphogenius. I just know it. Thank you, my dear. Sprankles thanks you. Oh, good. And that's how you truth spray your way to success. Da hast du mal ein Coup gelandet. Du hast einen Drogenschmuggler aufgehalten, der hochwertigen Feenstaub nach Squall schmuggeln wollte. Versteckt im Sarg einer toten Katze. Was für ein seltsamer Tag. Aber warum haben wir auch hier wieder nur 3 Sterne bekommen und nicht 4? Hätten wir womöglich diesen Feenstaub noch andersweitig beschlagnahmen können? Naja, passt schon. Phew, I made it. Listen, I gotta get in there. The whole team came through a while ago and the game is about to start. We all good? And you are... You're kidding, right? Come on, I'm Saruna Goodfoot, the Star Troll Goblin Ball player for the Kaladar Lightning. I don't have time for games right now. I gotta get to the stadium and win us the game. Ah ja, natürlich hätte Ash sehr gerne, dass wir die nicht reinlassen, denn sie hat die schon die Bastarde genannt. Aber nein, wir werden ganz, ganz freundlich diese Besprechung durchführen. Come on, the big Goblin Ball game starts in 30 minutes. My stupid personal driver had to take a detour to get here. What more do you want me to say? Aber ein bisschen ärgern können wir sie mal. If I were you, I'd fire my personal driver and hire a plucky, red-headed gate guard to drive you around. You know how to drive a carriage? No, but I'm a fast learner. This is only my 3rd day on the job. Can we move this along? I'm the starting thrower and the team needs me to wipe the floor with those pathetic sprawl brawlers. They're such a horrible team. I bet we could win even without my lucky second sweatband. What lucky second sweatband? This lucky second sweatband. Wir könnten es beschlagnahmen, aber andererseits warum? Wir haben keinen Grund dazu. Aber vermutlich könnten wir damit den Ausgang des Spieles ändern. Aber nein, wir haben einfach keinen Grund. Es ist unnötig. Thanks. I'll definitely need this to win the big game today. You know what? Now that I'm thinking about it, it's not because of some silly sweatband that I'm good at Goblin Ball. It's because of my spirit, my determination, us trolls' reduced sensitivity to pain. You can have it. I don't think I'll be needing it anymore. Ah, sieh mal einer an. Du hast ein Stirnband der Starwerferin der Kaladar Lightning, Saruna Goldfuß. Das wird bei einer bestimmten Käuferschaft einen hohen Preis erzielen. Cool. Ja, aber ganz ehrlich, wir haben keinen Grund, ihr nicht zu trauen dabei. Ich würde sagen, wir lassen sie durch. Thanks. Now to wipe the floor with those lousy sprawl brawlers. Natürlich hatte diese Entscheidung mal wieder Auswirkungen auf Squall. Ey, sag mir nicht, die gehen vielleicht
auf Kriegsfuß mit deren Nation wegen so einem blöden Koboldballspiel. When you hear the crowd cheer my name, you'll know it's for me. Well, duh. Du hast die Starspielerin der Kalada Lightning hereingelassen, aber ohne ihr Glücksstirnband ist das Spiel komplett offen. Warum können wir hier nur 3 Sterne erreichen und nicht 4? Das ist auch wieder merkwürdig. Greetings! I am Praetor Kargin of the Marvog Empire. I believe you met my envoy, the angry warrior with the head in the bag. Wir haben die schon mal gesehen auf einem Foto und die sieht garantiert nicht so aus. She would have come by this gate to announce my arrival. I demand you let me pass immediately. Quapla. Und sie kann nicht mal Kapla sagen. Why do you pester me with questions? I am a very important royal figure and I must enter your city to meet your princess and marry her. Now let me be gone, child. Quack black. Just a few more routine procedures. You understand. Please hurry. I do not like to be kept waiting. Und was soll das hier eigentlich sein? Your envoy said you had a message for the princess? What was that message again? My message? Oh, it's Ikibok Choi Flanagan Mok Tok. It means together we shall be married. That's beautiful. Thank you. Quaplorm. How long did it take you to learn a second language? Not that long. It wasn't hard to learn Marvagian. I mean, this language we're currently speaking. Ihr könnt euch daran bestimmt erinnern, da hat uns die Gesandte extra gesagt, dass es einfach nur Mawok heißt, die Sprache, ohne Ianisch, ohne Itch oder sonst eine Endung. Die Sprache heißt genauso wie das Imperium. So, und wir werden noch ein weiteres Mal... Obwohl, nee, das Wahrheitsspray brauchen wir hier gar nicht. Das war eigentlich für das Geheimfach gedacht. Und wir sehen, dass sie es ja nicht ist. Something about you isn't adding up here. I remember I have your picture. Maybe if I go and get it, I can... My picture? There is no need for that. I promise you I am the real Praetor Kargan, straight from Marvog, fresh out of the ballet. If you don't let me in, I'll be forced to send my scary envoy with all the knives after you. She and I got along great. Oh, okay then. If you don't let me in, you'll never see her again. Her or her head in a bag. Crab cakes! What good is a praetor's promise to a little girl like me? Fine. If you let me in, I'll give you candy. And now you're trying to bribe me. Not really the dignified behavior you'd expect from a praetor. Ja, so oder so werde ich sie natürlich nicht reinlassen, aber dass jetzt gerade auch nochmal von dem Bild gesprochen wurde und ähnliches, steigert halt bei mir die Befürchtung, dass unser Inventar doch nicht nur zum Verkaufen da ist, sondern dass es durchaus sinnvoll sein kann, gewisse Items länger zu behalten. Ich werde daher in Zukunft mal ein bisschen vorsichtiger sein, was ich Gabi Bunches so verkaufe. Aber das nur als kleine Nebeninformation. But I am the Praetor! Das Telefon klingelt. What on earth are you doing? Since when are you exercising independent thought? I don't care what your opinion of them is. If they're the real Praetor Kargan, then let them through at once. Is that clear? Ja, aber sie ist es ja nicht.
You've made a powerful enemy today, little girl. You'll soon feel the wrath of an entire empire. Quaplort and goodbye. Du hast die alte, falsche Prätorenmasche schon von weitem durchschaut. Für wen hält sie sich? Jemanden, die falsche Prätorenmasche nicht durchschauen kann? Amateurin. Aber hier ist das doch gerade falsch, oder? Müsste es nicht eher heißen, für wen hält sie dich? Weil danach kommt ja die Nachfrage, jemanden, die Masche nicht durchschauen kann? Egal. Weiter so, 3 Punkte, hurra. Little warrior, I am weary after a long journey, and I am not used to being made to wait in a lineup. Let me pass on my way. I must rest before I meet your princess in order to win her hand and bring honor to my people. This seems more legit. This may seem like a strange request, but would you mind saying your famous battle cry for me? You mean Kapla? That's the one. I would hope that my stunning war cry is sufficient to being granted entry immediately. Ja, prinzipiell schon. Ja, komm, wir lassen sie mal durch. Wir werden ja sehen, ob irgendwas stimmt oder nicht, und im Zweifelsfall könnten wir immer noch die Zeitreise aktivieren. And thus I truly begin my quest to marry Princess Desdemona and bring a generation of prosperity to the Marvog Empire. You, little warrior, will have a footnote in history for this encounter. For victory, for Marvog, Kapla! Nach der Hochstaplerin war es sehr klar, dass diese Würdenträgerin seriös ist. Hervorragende Arbeit, ihr sofortigen Eintritt zu gewähren. Niemand könnte dich beschuldigen, jemanden unnötig aufgehalten zu haben. Aufgrund deiner guten Arbeitsleistung 3,67 sind dir für diese Schicht 30 Gold bezahlt worden. Wir haben den Prinzen halt nicht ordentlich bearbeitet, sowie diese Trauergruppe, aber sonst ist es wieder sehr, sehr gut gelaufen. Interessanterweise haben wir diesmal 3 verschiedene Anlaufstellen in der Nacht. Wir könnten also zu Gabis Laden gehen und unser schön erreichtes Gold gleich wieder verplempern. Wir könnten in die Taverne gehen, was wir auch auf jeden Fall irgendwann tun werden, um natürlich zu schlafen, aber auch die neue Jukebox uns mal anzuschauen. Aber ich glaube, die erste Anlaufstelle beim nächsten Mal wird das Koboldballstadion sein. Mal sehen, ob wir da noch eine offizielle Wette irgendwo anbringen können für unseren Papa. Und dann schauen wir mal, wie es so weitergeht in Lil Guardsman. Macht es gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bye bye.